Kleindenken braucht gleich viel Energie wie Großdenken. Und ja, auch mutig zu sein, groß zu denken und groß zu träumen. Und mit so einem Mut auch zu scheitern, an alles ranzugehen. Ja, ich bin der Max Toulet, lebe hier am Tempelhof, der Lebensgemeinschaft Schloss Tempelhof, und wir haben das Tempelfeld entwickelt. Das ist ein experimentelles Wohnfeld, was 14 Einheiten hat für Tiny Houses, für Wagen, Modulbau, experimentelle Stroh- und Lehmbauten und auch ein Versorgungsgebäude, was ein Earthship ist, das erste genehmigte Earthship in Deutschland. Tempelfeld war für die Baurechtsabteilung auch total wichtig, als wir gesagt haben, wie wir wohnen und wollen, was wir vorhaben mit dem Bauamt von Schwäbisch Hall und Baurechtsabteilung von Gralsheim, dass es ein Gebäude ist, weil wir auch in der Bezugsgruppe eine Gruppe sind und da auch ein Experimentierfeld im Sozialexperimentellen machen wollen. Als wir dann rausgefunden haben, okay, mit den ganzen Wagenburgen, mit denen wir in Kontakt waren damals, 2014, von Freiburg bis Hamburg, die hatten eigentlich alle nur Duldungen, und das war halt uns ganz wichtig, dass wir wirklich eine Genehmigung haben, weil wir auch viel Infrastruktur hier in die Erde gebracht haben. Hier unten neben dem Earthship haben wir nochmal 3 Einheiten, in denen wir jetzt leben als Familie. Und da ist es so, dass wir gemerkt haben, als wir ein Sommerexperiment gemacht haben, dass wir gerne im Kreis leben wollen, dass es eine Möglichkeit gibt, in jedem seinen Raum auch durchs Fenster sozusagen blicken zu können, dass es eine energetische Verbindung gibt, ob jemand da ist oder nicht. Und hier seht ihr jetzt 3 Einheiten, die wir haben. Hier sind meine 2 jüngeren Töchter drin. Die 2 älteren leben schon in WG hier im Dorf. Das ist unser Familienspace, in dem Sarah lebt, meine Frau, und wir als Familie. Und dann haben wir den LKW noch, das ist so mein Rückzugsraum, in dem ich lebe und mit dem wir auch 3,5 Jahre zu 5 drin gelebt haben und davon 2 Jahre auf Achse unterwegs waren. Ursprünglich war es so, dass wir in Konstanz gelebt haben, da habe ich Maschinenbau studiert, und dann war relativ schnell klar, dass es sehr angenehm ist in größere Wohnstrukturen, sprich wir haben da in der Cherisy, das sind so französische Kasernen, die dann von so Hausbesetzer und dann so einer Studentenbewegung besiedelt wurden, und da hatten wir halt war immer was los, und da ist unsere erste Tochter auf die Welt gekommen im Schlafzimmer und dann die zweite, und es war irgendwie total angenehm. Und dann war die Frage, wie geht eigentlich nach dem Studentenleben das weiter? Und das hat uns auf die Reise gebracht, zu sagen, hey, lass uns mal Gemeinschaften angucken. Was sind eigentlich Gemeinschaften? Und mit der Idee, aber mit 2 kleinen Kindern, damals dann irgendwie eine Basis nur in einem Fahrzeug zu haben, war klar, wir wollen, weil wir hatten einen Bus, aber da mussten wir immer das Bett umbauen. Wir wollen nicht umbauen müssen. So ein Laster, das ist einfach was ganz anderes. Da hatten wir 2,30 Meter Breite und man hat 7,5 Tonnen. Man muss nicht aufs Gewicht aufpassen und so, was man dann doch muss, wenn man dann dahin geht. Aber man denkt erst, man hat viel mehr Möglichkeiten vom Gewicht. Und dann war einfach klar, okay, dann bauen wir uns so ein Laster auf. Das machen wir. Genau, zu unserem LKW, der heißt Larry the Lorry. Den habe ich 2009 gekauft, am Ende vom Studium, weil einfach klar war, wir wollen länger auf Achse sein. Das Basisfahrzeug ist praktisch ein Rundhauber 710er, Baujahr 65, und der hatte einen NATO-Koffer drauf, der halt sehr klein war. Und der NATO-Koffer hatte auch nicht die Möglichkeit, um einen Alkoven zu haben. Und dann habe ich aus einem Anhänger, Baujahr 57, Ackermann-Anhänger, Möbelkoffer, einen Aufbau gebaut und einen Durchbruch gemacht nach innen. Und jetzt haben wir praktisch einen Wohnaufbau mit einem freitragenden Alkoven, den ich reingeschweißt habe, der uns halt 2 feste Betten ermöglicht und ungefähr 12,5 Quadratmeter Wohnraum. Hier an der Seite sieht man so
Vierkantrohre. Hier kann man die Beine reinstecken und mit Stockwinden hochfahren. Man zieht die 6 Bolzen und dann kann man rausfahren und kann mit der Pritsche unten drunter komplett autark praktisch wohnen und arbeiten. Und was einfach schön ist, auch immer wieder, egal ob man hier zu Hause ist oder am Strand, ich schlafe eigentlich immer mit offener Tür und dann sieht man halt sehr viel Licht. Das waren die einzigen Türen früher. Es gab keine Fenster, keine Türen, keine Seitentüren. Und als wir dann losgezogen sind, war so das Ziel, oh, wir müssen irgendwie nach Südeuropa. Da gibt es viele Gemeinschaften, da gibt es viele Aussteiger. Und dann sind wir losgezogen, wollten nach 3,5 Wochen in Portugal sein, in Tamera, in einer großen Gemeinschaft. Und dann war, als wir losgezogen sind, erstmal, also war Zeit nicht mehr existent. Wir hatten ja keine Base mehr, das heißt, wir hatten eigentlich nur den LKW, wir hatten nur uns und dann waren wir allein schon 9 Wochen in Deutschland, bis wir dann in Portugal unten waren, haben wir 3,5 Monate gebraucht, weil einfach deutlich war, es gibt nichts mehr, was zeitlich uns irgendwie bindet. Und dann zu merken, wenn dann so eine Entspannung kommt und wenn man wenig fährt, braucht man wenig Diesel und ist viel an Plätze und hat viel Zeit und so sind wir dann losgeglitten. Diese Türen, das war uns immer wichtig und es ist auch heute noch so, wenn wir irgendwo stehen, dass das große Wohnzimmer ist einfach die Natur und deswegen, dass man hier auch komplett aufmachen kann. Wie kriegt man möglichst viel Raum hier rein? Eigentlich eher wie so in einem Wagenleben, nicht so ein Wohnmobilmäßig, sondern ein Öfelchen drin haben. Wir haben dann alles mit Zugwaggonfenster gemacht, weil wir einfach kaum Budget hatten und dann aber trotzdem immer so Dämmplatten davor, die man dann zuschieben kann. So wie hier oben auch sommerlicher Wärmeschutz oder dann im Winter kann man die hochschrauben, wenn Schnee drauf liegt und sonst ein Insektengitter rein und dann auch Aufstellfenster gemacht mit Alurahmen vorne und hinten. Genau. Und ansonsten so alles aus alten Möbeln gebaut, was beim Ausräumen von meinem Opa seinem Haus rauskam. Und insofern mit einem ganz kleinen Budget von 10.000 € Basisfahrzeug gekauft und den Ausbau komplett gemacht. Und hier ist der Durchgang. Da sieht man ins Führerhaus, dass man auch während der Fahrt vor und zurück kann. Genau. Und hier unser ältestes Stück aus den 20er Jahren. Eine Freundin von meiner Mutter hatte das in ihrem Häusle. Und das ist eigentlich für Glaubholz total gut, weil man langes, dünnes Zeug in Portugal so super Eukalyptus feuern kann und so. Und das sind die Engel, die hier auf der Weltkugel tanzen. Das hat immer uns viel symbolische Unterstützung gebracht. Genau. Hinten kann man umbauen, das sind also Einlegeplatten. Das hier kann man rausnehmen und dann kann man auch hier groß laden, weil auch immer wieder die Situation ist, dass man mal kurz irgendwie eine Maschine einladen muss oder einen Umzug mithelfen oder so. Oder halt den ganzen Koffer abnehmen und dann Holz oder größere Konstruktionen fahren. Und hier war einfach so, um das abzutrennen, so als Schlafzimmer. Noch eine Möglichkeit, die wir öfter genutzt haben und was die Kids heutzutage auch noch gern machen, dass man einfach hier noch mal so abtrennen kann. Dann haben wir Gemeinschaften kennengelernt in Südeuropa und haben viel gesehen, kleinere, größere Gemeinschaften, Neugründungen und so. Und es war sehr schnell deutlich, dass es ein großer Wunsch ist für uns, in Gemeinschaft zu leben, auch ein großer Wunsch, in einer größeren Gemeinschaft zu leben und auch für mich in einem Rahmen, wo ich auch sehr gut mit dem Umfeld agieren kann. Und das habe ich einfach gemerkt, dass in Spanien und Portugal viele Gemeinschaften von so mitteleuropäischen Aussteigern, Deutschen, Schweizern, Holländern, Engländern besiedelt werden, die manchmal nicht mal Spanisch oder Portugiesisch können und das sehr herausfordernd für mich war. Und dann da unten auch so, da haben mir die Jahreszeiten auch wieder gefehlt. So, also nur so dieses Dry Season, Wet Season, das kannte ich schon von den Tropen und vom Reisen und so. Da fehlt mir was, wenn ich da lebe. Und daraufhin haben wir dann entschieden, einfach in den süddeutschen Raum wieder zu gehen oder Vogesen. Und dann kam das Schulthema auf uns zu. Und das Schulthema war natürlich so, ich bin selber in die Waldorfschule gegangen und Sarah ist in Finnland in die Schule gegangen, aber es war irgendwie spürbar, unsere Kinder waren nie im Kindergarten und wir hatten so das Gefühl, die sind so reich aufgewachsen, ohne Struktur. Es muss doch was anderes geben. Und das hat uns dazu bewogen, dann in Freiburg zu der EUDEC zu gehen, European Democratic Education Conference.
Und da haben wir dann gemerkt, wow, es gibt noch ganz andere Schulmöglichkeiten. Also vor allem in Israel, in Dänemark wird es ja schon seit 70 Jahren gelebt. Und dort haben wir dann die Verbindung zu Tempelhof mitgekriegt, wo klar war, hier ist eine junge Gemeinschaft, die eine bestimmte Größe werden will, die eine Schule gründen möchte, die solidarische Landwirtschaft, Seminarbereich und auch in einem Bereich, wo das Gefühl ist, da kann ich mich so beheimaten, dass ich auch leicht im Umfeld agieren kann, mit Arbeit, mit Freundschaften, mit Kooperationen oder so. Und als wir dann hierher gefahren sind, 2012, mit unserem Laster, wir hatten ja unsere Base war ja nur da drin. Und seitdem wir hierher gefahren sind und hier geparkt haben, sind wir auch hier, seit 12 Jahren jetzt dann, war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir haben so viele schöne Plätze gesehen, so viele schöne Gemeinschaften. Und dann war das hier so hässlich, aber gleichzeitig war es so, es ist eine riesen Spielwiese. Hier wurde fast noch nichts gemacht. Hier wartet alles auf Kreation, hier wartet alles auf junge, dynamische Familien. Da haben wir uns total willkommen gefühlt. Wir hatten auch einen großen Wunsch, hier anders zu leben, als jetzt nur mit den Bestandsgebäuden. Auch da war eine Offenheit und so. Auch wenn erst so ein bisschen Herausforderung mit Wagen und LKW und so, aber eigentlich eine große Offenheit, auch neue Wohnstrukturen zu leben oder zu entwickeln. Für uns als Familie ist es so, dass wir eigentlich so ein bisschen Sommer- und Winterszenario haben. Im Sommer sind wir viel draußen auf der Terrasse. Im Sommer ist auch der LKW gut eingebunden, weil er einfach anders gedämmt ist als unsere Wohneinheiten. Das heißt, wir befinden uns im Winter einfach alle eher mehr im Wagen und im Sommer spielt der LKW und im Übergangszeit auch eine Rolle. Und gleichzeitig ist es ja so, am Tempelfeld haben wir auch das Earthship und das Earthship ist ja auch unser Wohnzimmer und unsere Küche und unser Badezimmer und so. Das ist ja ganz anders, wie wenn ich jetzt auf der freien Wiese bin oder wenn ich jetzt ein Tiny House habe an einem Tiny House Platz, wo es keine Gemeinschaftsräumlichkeiten gibt. Also die Küche hat immer nur im mobilen Einsatz Verwendung. Und so ist es jetzt auch in den Einheiten. Also die Einheiten haben teilweise so Mini-Teeküchen sozusagen, aber keiner hat hier eine vollwertige Küche und keiner hat Toiletten oder Dusche oder so. Und das ermöglicht natürlich auf kleinem Raum auch nochmal ganz andere Bedingungen, dass man wirklich so einen Rückzugsraum hat. Und es war aber auch für das Earthship eine Prämisse, sozusagen, dass das alle versorgt. Was sowohl für das Earthship-Bauthema herausfordernd war, als auch für den einen oder anderen, der hierher gezogen ist, dann doch zu merken, ich muss dann auch durch den Schnee aufs Klo jede Nacht oder immer, wenn ich nachts mal raus muss oder so, oder durch den Regen. Und gleichzeitig, wir leben seit 2011 so und für uns ist es total normal, für unsere Mädels war es auch total normal, die flitzen raus. Der eine oder andere hat vielleicht hier einen Pinkeleimer oder so, den er dann leert oder in Säge Hobelspäne pinkelt und es dann in der Permakultur ausbringt oder so. Also jeder schafft sich so ein bisschen seine Rahmenbedingungen. Jetzt sind wir ja auf unserer verbindenden Terrasse. Das hat ja auch ein paar Jahre gebraucht, bis wir unsere Einheiten so verbunden haben, weil es einfach immer spannend ist mit kleineren Kindern. Braucht es einfach auch eine Verbindung. Und wenn man erst runter muss über die Wiese und wieder hoch, dann ist es sehr trennend, weil ein Wagen ist auch wie ein Haus. Das ist nicht, dass man nachts die Tür offen lässt, wenn es kalt ist. Und es war aber gleichzeitig so für uns ein großes Geschenk, dass die Wagen uns einfach genügend Wohnraum geboten haben. Und die haben alle Holzöfen drin, auch dass das Ofenthema einfach für unsere Kinder und für uns ist es ganz wichtig, einfach wenn es kühler ist, einen Ofen anzumachen. Das bringt eine totale Energie, die dann so heimelig wird und zusammenschmiegt. Bei uns ging jetzt so eine Magen-Darm-Geschichte rum und meine Tochter und meine Partnerin, die sind jetzt da auch nicht ganz fit und deswegen ist einfach jetzt so den intimen Innenraum jetzt heute vor Kamera zu zeigen, war jetzt nicht dran. Insofern gab es die Möglichkeit, den LKW zu zeigen und wir gehen jetzt ins Earthship.
auf der Nordseite von unserem Kreis ist das Earthship. Das hat auch eine bestimmte Bewandtnis, warum das auf der Nordseite von unserem Kreis steht, weil es ist ein energieautarkes Gebäude. Eigentlich komplett Off-Grid-Buildings sind die Earthships mit einer südlichen orientierten Glasfassade, die dann das Sonnenlicht aufnehmen und speichern in Fußboden und Rückwand. Und man hat über die ganze Länge von 35 Meter ein Gewächshaus vorne dran, was auch eine Grauwasserpflanzenkläranlage ist. Und dahinter sind dann die Rückzugsräume. Das heißt, es entstehen zwei beziehungsweise mit den Eingangsbereichen 3 verschiedene Klimazonen, die dann in den Rückzugsbereichen eine starke Temperaturschwankung vermeiden und halt im Winter auch die Temperatur sehr konstant halten. Oben sind die 2 Air Masters, diese 2 Klappen, die da auf sind. Die ermöglichen eine Klimatisierung, weil es gibt 6 Rohre, die 9 Meter lang sind auf der Nordseite und die ziehen durch einen Erdreich durch. Und wenn man hier aufmacht, dann zieht es durch ein Vakuum oder durch einen leichten Thermosiffer die Luft nach oben, die warme, aufsteigende Luft, und zieht kalte Luft von Norden nach. Mich hatte Earthships auch schon lang interessiert. Also meine Mutter hat jetzt kurz vor dem Tod mir ein Buch geschenkt, was ich anscheinend als Kind so oft angeguckt habe, bis es auseinanderfiel. Und da sind die ersten Gebäude auch von Michael Reynolds mit Bierdosen drin und mit dann später Autoreifen und so. Also so einfach so zu merken, ah ja, das ist so dieses mit Materialien unkonventionell umzugehen, aber trotzdem sehr behütete Wohnräume zu schaffen, ist schon immer so ein Sog von mir gewesen. Und dann hat mich das natürlich auch total interessiert, wenn jetzt hier eine Möglichkeit entsteht, vielleicht ein Gebäude hinzubauen, ein Earthship inspiriert oder sogar ein Earthship mit Biotecture, mit der Firma, die sich um Michael Reynolds gebildet hat, wäre das natürlich ein totales Privileg. Ein wesentlicher Teil von Earthships ist ja das Bauen, dass Menschen zusammenkommen. Wir hatten hier 70 Helfer aus 17 Nationen, die mit uns 7 Wochen lang dieses Gebäude errichtet haben. Und es war ein gigantisches, wie ein Festival, eine gigantische Energie, die hier aufgekommen ist. Und gleichzeitig aber auch eine totale Chaosenergie. Also es läuft alles unter diesem Free-Flow-Prinzip. Das heißt, es gibt keine Gruppen, die eingeteilt sind, sondern jeder kann überall hingehen. Und als dann so morgens Baubesprechungen war, dann hieß es von den Bauleitern so, ach, ich glaube, ihr wisst, was zu tun ist. Gestern sah alles total gut aus, lasst uns einfach weitermachen. Und einfach immer wieder so zu merken, man sieht halt, der eine baut was hin, der nächste kommt, der baut es wieder zurück. Und gleichzeitig entstehen aber ganz viele Sachen, die entstehen halt nicht, wenn man sie planen würde, wie jetzt so ganz viel Holzverzierungen oder auch Lehmarbeiten oder dass Bauschutt eingebaut wurde von einer anderen Baustelle und das eigentlich in einer Mosaikart eingebaut wurde. Aber wesentliche Elemente sind ja Tire Pounding, also diese Reifenwände zu bauen, sind ja 1300 Autoreifen verbaut, die alle mit Erdsubstrat verdichtet sind, Verdichtungsfaktor von 1:3, wo man reinklopft, das Erdsubstrat, bis es wirklich so ein Baustein ist, der so 180 bis 220 Kilo wiegt, und der wird an Ort und Stelle eingebaut, und das sieht man auch dann gleich noch auf dem Grundriss innen, dass das praktisch das Wesentliche von dem ganzen Erdteil sozusagen ist, der da in einer verlorenen Schalung gefasst wurde und der uns auch diese Speichermasse bildet. Also wir können rumgehen, von ganz hinten sieht man gar nichts, aber man kann das Dach noch filmen. Da ist ein Erdreich von Vulkaneifel, ein bisschen Tongestein und so Vulkangestein von der Eifel und die Einbettung von den Sukkulenten, die wir da als Sprouts, als Sprösslinge eingesetzt haben. Und das variiert natürlich je nachdem. Man sieht jetzt hier diese 240 Quadratmeter Dachfläche, die entwässern hier in das Gutter, in die Regenrinne. Man sieht, das sind 4 Zisternen und die 2 sind immer gekoppelt und alles, was an Wasser kommt, fließt hier in die 2 Einläufe rein.
Das ist ein Gegengewicht, da haben wir eine Weile rumgespielt, bis wir die richtige Länge und bis das richtige Gewicht hatten, dass die von alleine öffnen, aber man sie auch wieder zuziehen kann. Wenn es jetzt so wie warm ist im Hochsommer, lassen wir es die ganze Nacht offen, aber sonst ist es oft, dass man es an sonnenreichen Tagen aufmacht und dann bewölkt bleibt es zu, oder im Winter ist die ganze Zeit zu. Jetzt sind wir hier an dem Westeingang. Der ist Örsche bisher nach Süden ausgerichtet. Das heißt, es gibt zwei Eingänge, einmal auf der Westseite und einmal auf der Ostseite. Die Nordseite hat ja keine Fenster und dort sind die Zisternen verbaut und dort ist auch geschlossen. Und die neueste Modifikation von den Global Models ist dieser Airlock. Das heißt, dass es wie man es vom Kaufhaus oder so her kennt, nochmal so eine Luftschleuse gibt. Wenn es sehr kalt ist, dann bietet das halt nochmal, wenn man beide Türen zumacht, bei Sonneneinstrahlung wird es sehr warm, sehr schnell und dann fällt die Temperatur innen nicht ab. Wir befinden uns ja jetzt in der Grauwasserpflanzenkläranlage, was auch unser Gewächshaus ist, wo praktisch die Pflanzen, die nicht im Topf sind, keine Bewässerung brauchen, weil Dusche und Badewanne haben hier praktisch einen Einlauf, wo das Wasser reinläuft und dann die Möglichkeit, hier drin die Bewässerung zu ermöglichen. Und die Handwaschbecken von der Wand haben auch einen Einlauf. Auch hier seht ihr wieder, es ist sehr offen und großzügig und gleichzeitig ist es aber auch ein Wunsch von uns gewesen, das so zu gestalten, wie wir es halt von, sag ich mal, familiärem Umfeld auch kennen, weil das ja ein intimer Bereich ist, aber gleichzeitig ja aber auch eine Nähe bringt. Und es ist oft so, dass jemand in der Badewanne liegt und auch jemand noch duschen kann oder Zähne geputzt wird. Und als dann unsere Kinder hier Jugendliche wurden, war dann aber trotzdem ein Wunsch, auch Vorhänge anzubringen. Und das hat sich dann ganz leicht gestaltet, dass man einfach zuziehen kann und dann kann man hinten duschen und vorne Zähne putzen. Hier sieht man nochmal so ein Earthship-Element. Da kamen Menschen, die haben gesagt, wir wollen was mit Lehm machen. Und dann haben die hier ein ganzes Wochenende durch hier so eine Lehmgestaltung gemacht. Und auch oben kam von Bruchstücke von der Baustelle und dann wurde das da reingebaut und dann haben wir gesagt, das braucht man nicht überwuchsen, das kann man ja als Mosaik so lassen. Also das Earthship ist so ein bisschen ja wie eine warme, gemütliche Höhle. Also ich habe es warm, ich habe es auch im Winter warm, ich habe es trocken, aber ich habe es auch sehr geborgen. Aber es ist auch so ein bisschen ein Haus, was wie so Scheuklappen rechts und links hat, so gefühlt, wenn man hier drin sitzt in den Rückzugsräumen. Und das ist, seitdem wir jetzt diesen Schutz haben und diese Klarheit, fühlt sich das sehr gut an. Am Anfang waren wir sehr exponiert, auch exponiert durch die Öffentlichkeit, weil wir ja auch mit Fundraising gearbeitet haben und mit Spendenaufrufen und auch mit vielen Videos und viel in die Öffentlichkeit gegangen sind. Kamen viele Menschen, also sind ungefähr 18.000 Menschen hier durchgegangen oder so schon persönlich und dann natürlich noch mehr über die Videokanäle. Da gab es eine Lehre, wo geht es eigentlich hin? Wo geht unsere Energie hin, wenn wir das wieder und wieder erzählen? Das hat 3 Jahre gebraucht und dann danach hat sich das so etabliert. Dann gehen wir mal rüber in den nächsten Raum. Hier sieht man auch wieder viele Elemente, so diese Bottle Bricks, dass wir nochmal in die Innenräume auch nochmal diese Flaschenbausteine integriert haben. Hier sind 2 Toiletten und ein Pissoir und hinten nochmal ein eigenes kleines Bad, dass wenn man zurückgezogen duschen will oder Gäste duschen wollen oder so, die können da hinten duschen und auch zumachen. Dass es für jede Bedürfnisse was gibt. Ja, hier seht ihr jetzt unseren großen Ess-Koch-Bereich. Für uns war einfach ein Wunsch, auch wir sind schon eine Familie mit 6 Leuten, mit unseren 4 Töchtern, aber dass man einfach auch mit 20, mit 25 Menschen gemeinsam kochen, essen kann und so. Und deswegen ist so diese große Kochinsel hier ein zentraler Punkt für uns, wo wir kochen und essen und wo wir gemeinsam gestalten, wo viel Bewegung oft ist.
Und deswegen auch so kleine Elemente, die wir gebaut haben wie das, dass man es einfach vorziehen kann. Das läuft auf Inlineskate-Rollen und hat eine Bremse, dass die Kinder hier auch gut mitschnippeln können und das dann wieder als Staumöglichkeiten zu haben. Alles, was ihr hier so seht, sind auch wieder so Recycling-Sachen. Also das sind alte Peachpine-Böden, Seekieferböden, die wir rausgemacht haben von 1902, wo wir dann ganz viel Türen gebaut haben, Innenleibungen gebaut haben, aber auch so Küchenplatten und so. Ja, dann haben wir halt einen Gemeinschaftskühlschrank, der weiße Kühlschrank, da ist alles, was auch im CSA ist, was wir hier in der solidarischen Landwirtschaft und im Versorgerkreis haben, und dann den Privatkühlschrank, wo jeder noch seine Zukaufssachen hat, und dann alles andere teilen wir, was so da ist. Und hier ist unser Essbereich. Meine Tochter und ich haben vor 2 Jahren oder vor 3 mittlerweile, glaube ich, mal kurz vor Weihnachten noch aus Kirschholz, das ich schon lange liegen hatte, noch Tische gebaut, damit es mal große, schöne Tische hier gibt. Und wir alle Platz haben, und dann können wir eine Festtafel machen oder auch so über Eck separierter essen. Und wenn wir alle da sind, dann ist hier gut voll, oder wenn Gäste noch da sind. Und hier hinten seht ihr unser Wohn-, Musik- und Spielbereich. Einfach Matratzen, die man auslegen kann oder wo Freunde mal schlafen können, und unser Sofa und Platz für Yoga und Bewegung und Begegnung. Meine 4 Töchter sind halt hier groß geworden, einfach so zu merken, die kennen das, die kennen die Art des Bauens, die kennen das Art des Lebens in sowas, die haben das Gefühl, alles, in was wir leben, haben wir selbst gebaut, sei es der Lastwagen oder unsere Wagen oder für unsere ganzen Mitbewohner, ein Großteil von den Einheiten haben wir gebaut. Also einfach zu wissen, ich kann auf Ressourcen zugreifen, sei das Stroh, sei das Lehm, sei das Holz, sei das irgendwelche Bleche oder so, und aus dem heraus kann ich das gestalten, was mir Schutzraum bietet. Es kamen am Anfang einfach Menschen auf uns zu, die haben gesagt, wir hätten gerne einen Wagen oder so, auch für extern. Da war der erste Anschubser. Dann haben wir gemerkt, wir brauchen eigentlich auch für Menschen hier am Platz Wohnraum, die entweder keinen Wohnraum haben oder noch mit Kindern andocken wollen an einen Wagen oder so. Und dann kamen wir mit dem LKW hier an und haben auch gemerkt, wenn wir stationär sind und nicht mehr am Reisen sind, brauchen wir eigentlich auch mehr Wohnraum als 12 Quadratmeter zu 5. Und dann war sehr schnell klar, hey, lass uns einfach bauen, lass uns einfach loslegen. Und dann war aber auch klar, eigentlich ist es total mein Ding. Also ich habe zwar Maschinenbau studiert, aber ich habe dann gemerkt, über LKW-Bau, über Fahrzeugbau, auch weil ich davor schon eine holztechnische Ausbildung gemacht habe, konnte ich das alles so kombinieren. Mit Stahlbau und den ganzen Gewerken zu einem funktionierenden Gesamtkomplex zusammenzufügen. Und dass es halt einfach ein total schönes Element ist. Ich kann für Kunden, mit Kunden total individuell gestalten. Wir können hier am Platz bauen. Wir müssen nicht auf Montage gehen und wir haben ein fertiges Element und können das dann ausliefern. Das ist einfach am Earthship schon das Gigantische, immer wieder so zu erkennen, hey, ich komme hier im Winter rein und hier drin ist warm und gemütlich, aber wir haben keine Heizung an, und das auch, wenn es minus 20 Grad draußen hat. Im Winter ist es deutlich offener, im Sommer ist es ein bisschen dschungelmäßig. Auch jetzt die Feige, wenn die so abgeht, die muss man mal gut zurückschneiden. Da ist jetzt die Idee, das so als Spalier zu haben, und auch der Wein. Genau, wir hatten mal eine Maracuja, der ging sehr gut, bis die Wollläuse kamen. Auch ja, das Lemongrass, also Sachen, die wir auch direkt zum Kochen hier nutzen und so. Und im Winter ist es deutlich offener, im Sommer ist es einfach sehr grün. Ja. Und gleichzeitig bietet es Rückzug. Und also es ist einfach immer wieder erstaunlich, wenn man hier im Sommer reinkommt und alle Gebäude sind in der heißen Sommerzeit total durchgeheizt und man kommt hier rein und es ist so, ah ja, so fühlt es sich angenehm an. So.
Und das ist halt sehr homogen, das Wärmebild hier drin. Und im Winter eigentlich das Gleiche, wenn der Schnee draußen liegt und du bist hier drin und du merkst, okay, es gibt eine Möglichkeit hier im Notfall zu heizen, aber wir haben das bis auf einmal eigentlich nie gebraucht. Das hängt immer sehr davon ab, wie sonnenreich der Winter ist. Wenn es immer wieder Sonne gibt, alle 2 Wochen ist kein Problem. Wenn es 3, 4 Wochen gar keine Sonne gibt und Minustemperaturen, dann fällt auch hier die Temperatur ab und ab 15 Grad ist nicht mehr angenehm. So. Ja. Groß träumen und kleine Schritte machen. Also dass das Ziel klar ist, dass sie immer wieder neu gucken, wohin und wo geht der nächste Schritt hin und dann aber auch die Schritte einfach klein machen. Und das Leichte ist natürlich, sich zu gruppieren, weil als kleine Gruppe habe ich viel mehr Möglichkeiten. Also für mich ist nochmal ein großer Unterschied, ob ich halt alleine irgendwo auf einer Wiese lebe oder auch in einem Geflecht lebe. Und was wir ja hier versuchen und auch leben, ist einfach so das generationenübergreifende. Also ich glaube, dass in uns alle drin eigentlich so ein Hunger oder so eine tiefe Entspannung auch da ist, wenn wir eher so Großfamilienstrukturen wieder leben. Es gibt die Ältesten, die vielleicht Rentner sind und es gibt die Jungen und die Kinder oder die Säuglinge und jeder hat irgendwie andere Lebensenergie und jeder hat andere Aufgaben in dem Abschnitt und wenn die sich ergänzen dürfen, dann entsteht eine große Entspannung. Und wir sind da auch am Üben und gleichzeitig passiert es auch schon ab und zu, dass alles so ganz flowig ist. Und ich glaube einfach daran, dass wenn wir in einem Geflecht sind, wo von jedem Lebensabschnitt Menschen da sind, dass es sehr harmonisch wird. Und nicht, dass die Alten im Altersheim sind und die Jüngeren in der Kita. Und die gerade schuften und richtig Gas geben, eigentlich noch die Kinder und die Alten versorgen müssten, sondern dass das sich so ergänzt. Ich lege jedem, der sich hier so inspiriert, nahe, einfach weiter zu träumen. Weil ich glaube, nur wenn man träumen kann, kann man es auch leben. Und dass man seine Träume nicht zu klein machen darf. Und mich hat mal ein Freund gefragt oder hat mir gesagt, er hat wahrgenommen, Kleindenken braucht gleich viel Energie wie Großdenken. Und ja, auch mutig zu sein, groß zu denken und groß zu träumen. Und mit so einem Mut auch zu scheitern, an alles ranzugehen. Weil nur da kann ich lernen und ich lerne jeden Tag und es hört nie auf. Und die Fehler, die ich mache, die sind der Reichtum für mich und für meine Umwelt und da mutig voranzugehen. Ja.